Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob es eine gute Idee ist, jetzt aufzunehmen, weil eigentlich bin ich halbwegs müde und ein bisschen matschig im Kopf. Aber andererseits ist es wahrscheinlich so die einzige Gelegenheit, diese Woche aufzunehmen. Also zumindest Disco Elysium. Von daher, let's go. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir gerade erst hier rübergelaufen. Ne? Lasst mich nochmal kurz gucken. Letzte Aufnahme liegt auch schon wieder ein paar Tage zurück, aber wir sind gerade darüber gekommen. Ja, alles klar. Okay, wir stehen hier. Da oben ist unser Auto. Sad. Ist hier eigentlich noch... da liegt Geld. This is it. The scene of the party. The fire pit. Cigarettes and empty bottles all evidence it. Augenblick, du wolltest Tatort sagen, oder? Ja, es hat auf jeden Fall den Anschein, als hätten hier viele Leute gefeiert. Nein, das waren nur wir. Das waren nicht viele Leute. Not as such. I'm talking about what came after the party scene. Ja, es hat auf jeden Fall den Anschein, als hätten hier viele Leute gefeiert. Also nein, hat es halt nicht, aber die Logik wird uns da schon widersprechen. Looks like they were here a while, judging from all the bottles. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose ice sculpture or a chocolate fountain. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Cool, das... Okay. Das gab halt gar nichts, aber... Okay, immerhin 75 Cent. Ey, das sind 3000 Pfand. Quasi. Also in-game sogar noch mehr. Lass mal gucken, hier ist überall Schicht, oder? Kann ich hier noch weiter nach unten laufen? Also da waren wir schon, aber... Naja, genau, da ist nach wie vor verschlossen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich würde halt schon... Also ich weiß, es ist keine gute Idee, aber ich würde... Was war das doch gleich? Oh, Geld, okay. Ich würde schon gern Karaoke singen und entweder ist heute die perfekte Nacht dafür, weil Kim nicht da ist und wir uns halt einfach mal gediegen volllaufen lassen können oder zumindest ein bisschen was trinken können. Vögel in der Birke. Von oben dringt kaum vernehmbares Gurren herab. Oder ich überlege halt, ob es statt heute irgendwie so quasi epilogmäßig die Möglichkeit gibt, noch was zu machen, wenn wir den Fall irgendwann abgeschlossen haben sollten, hoffentlich. Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob es einfach irgendwann so einen Roll-Credits-Moment gibt und dann war's das. Vermutlich. Von daher wäre es vielleicht ganz gut, es heute Abend zu machen. Also realistisch betrachtet wäre es gut, es gar nicht zu machen. Aber auf dem Pfad sind wir ja nicht. Da ist noch Stuff. Wie komme ich denn da hin? Ah, ich kann da noch rumlaufen. Okay, cool. Wo geht's denn hier noch so hin eigentlich? Achso, das ist auch wieder nur die Treppe und dann, okay. Gut, dann kommt da nichts Spannendes. Aber wir können da auf jeden Fall hin. +1 auf Königreich des Gewissens. Okay. Du siehst eingestaubte Wäsche. Auf einem Bett liegen getrocknete Tulpen. Zugeschnittene hellbraune Hose in allen Belangen gemäßigt. Sie ist vollkommen unauffällig und demnach einfach perfekt. Ich würde sagen, sie ist einfach langweilig. So, was sehen wir hier? Zugezogene weiße Vorhänge. Es ist unmöglich hineinzusehen. Ein Schleifstein. Abgenutzt und völlig verrostet. Okay. Sie singt da oben ein bisschen. Baumaterial. Wer dieses Haus errichten wollte, ist überall aufgebrochen. Hat aber dankensweise noch 65 Cent dagelassen. Das ist zu. Hey, das sind Kinder.
Das wird einfach so eine richtig traurige Siedlung, oder? Das Graffiti verdeckt das Straßenschild. Einzelheiten sind kaum zu erkennen. Die durchweg warmen und einladenden Farben kann ich mir nicht mehr durchlesen. Ein Blumenkasten, der im Moment völlig brach liegt. Vielleicht ändert sich das ja im Frühling. Weiß ich nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Hier herrschen Sicherheit und Wärme. Ganz im Gegensatz zu draußen. Ich glaube, bevor... Will ich schon direkt mit dem Kind sprechen? Oh no. Oh no. Oh no. Wir können den Vogel klauen und ihn einfach dem Typen im Whirling zurückgeben. Also als Ersatz würde ich halt all mein Geld drauf wetten. Ja, machen wir. Human Trainwreck it is. Industrielle Kohlepellets verbrennen mit orangenem Schein. Hello, Mister. Hello. Ein kleines Mädchen, höchstens 4, 5 Jahre alt, sitzt auf dem Sofa. Sie sieht dich unverhohlen neugierig an. She clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Was ist das? Du zeigst ihr den ausgestopften Vogel, den du von der Decke entfernst. Nein, das tue ich nicht. Was hast du da in der Hand? Zeigst auf das Spielzeug. It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like... Sie hält das flauschige Tier hoch, um es dir zu zeigen. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Lämmchen sieht ziemlich fertig aus. So wie ich. Nein, Lämmchen sieht flauschig aus. Yes. Very soft. Du hältst Lämmchen an deine Wange. Ist das okay? Ist das weird? Ja, machen wir mal. Isn't he soft? Kriegen wir Moral für. Nicht, dass wir welche gebraucht hätten, aber okay. Sie hat recht. Lämmchen ist wirklich flauschig. Sie reibt das weiße Fell an deine Wange und nimmt das Plüschtier wieder auf ihren Schoß, wo sie es knuddelt. Wo sind denn deine Eltern? My mom's outside. And I don't really know about my dad. Sie strahlt dich an, als ob das gut so sei. Okay, dann viel Spaß noch. Bye! Bye, bye. Präferiertes Kragenhuhn. Scheiß Rackelhahn, Alter. Der leblose Körper eines Kragenhuhns, ausgestopft mit einem unbekannten Material. Aus der Entfernung könnte es mit einem echten Huhn verwechselt werden. Der Vogel an sich sieht aus, als wäre es ihm gerade an den Kragen gegangen. Oh Gott. Und leicht mürrisch. Der Wortwitz ist zu viel, ich muss hier raus. Hauptsache erstmal einen Vogel klauen. Was haben wir denn da in dem Fass? Ja, 50 Cent. Können wir da irgendwas sehen? Aus diesem Winkel kann man nicht ins Haus blicken. Ja, cool. Aus dem Innern vernimmst du das behagliche Bullern eines Heizofens. Okay. Ich würde gerne erstmal mit Madame sprechen. Sie hört nie auf, ne? Ich dachte im ersten Moment, sie summt... Moment. Die Frau, neben einem im Bottich mit Wäsche sitzt... Die Frau, die neben einem im Bottich mit Wäsche sitzt, summt eine ungewöhnliche Melodie. Ihre Augen sind geschlossen. Sind sie das? Ah, sie hat aufgehört. Ich dachte im ersten Moment, sie summt... Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Oh, okay, sie hat gerade einen Stern, ich verstehe.
Wenn Sie nicht sehen können, woher wissen Sie dann, dass ich hier bin? Du lehnst dich nach vorne. Wenn ich nicht will? Nee, wir lehnen uns mal nach vorne. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Wir sind Bullen, wir sind Teufelskerle. Klick, klick, bam, bam. Ich bin Polizist. Ich mache keinen Ärger. Ich beseitige Ärger. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Krass, einfach 12 Jahre lang keine Polizei hier war. Moment, war ich schon mal hier? Von was für einem schlechten Omen reden wir hier? Das stimmt allerdings, ich bin ein schlechtes Omen. Und wenn ich als schlechtes Omen betrachtet werde, warum hat mir das noch niemand gesagt? Ich sage einfach mal, Moment mal, war ich schon mal hier? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another, locked himself in that woodshed over there. Sie zeigt auf das Gebäude hinter ihr. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place, somewhere more quiet. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Von was für einem schlechten Omen reden wir hier? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Wenn ich als schlechtes Omen betrachtet werde, warum hat mir das noch niemand gesagt? Maybe they are afraid. Aber warum? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Wo könnte man hier in der Gegend über Nacht bleiben? Oh, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, bezahlt haben wir heute, aber für morgen noch nicht. Was gibt es hier in diesem Fischerdorf? Was ist denn weiter unten an der Küste? Erzählen Sie mir von sich. Wer genau sind Sie? Ich will das alles machen. Wo könnte man hier in der Gegend über Nacht bleiben? Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Und wie viel kostet es? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Einen Moment, Sie überlassen es mir einfach gratis? No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, als Mitglied der BMA kostenlose Unterbringung zu akzeptieren. Es gibt ja diesen Typen, Garte. Er zwingt mich, ihm jeden Abend Geld zu geben, nur damit ich draußen in der Kälte nicht erfriere. Damn. Ja, schon. Also wir pennen heute Nacht noch im Wrack. Auf jeden Fall. Aber nachdem wir Karaoke gesungen haben, sind wir da wahrscheinlich nicht mehr erwünscht. I guess. Don't make an old woman regret opening her house to the place. Krass. Die ist voll nett. Was gibt es hier in diesem Fischerdorf? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Wie meinen Sie das? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Ja, in der Tat.
wir könnten jetzt fragen, oder sagen, dieser Ort ist schreiend arm, aber nein, das sagen wir einfach nicht. Wir haben zwar kein Selbstwertgefühl, aber wir sind kein Arschloch. Irgendetwas muss es hier doch geben. Sagen Sie es mir. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them, an overgrown park. The Pox? Die Pocken? Was ist das? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinderblock houses, shacks as far as the eye can see. Und was ist aus dem Krankenhaus geworden? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Und wer lebt noch in diesem Dorf? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they're away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Was? Welche Trinker? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Gibt es hier eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen? Fuck no, Alter, die haben alle kein Geld. Here, for you, no officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Gut, ich wollte auch noch zu einem anderen Thema mit Ihnen reden. She nods, rinsing another piece of cloth. Was ist denn weiter unten an der Küste? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Warum ist die Kirche verlassen? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. The ecclesiastics have tried to get things going there, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. Ich habe das Gefühl, dass Sie mir nicht alles erzählen. Was geht dort sonst noch vor sich? Well, there's that music. Music from across the sea. It started a few days ago, and now it's blasting even through the night. And now, suspicious-looking people are sneaking around the church. I don't like that. Perhaps the mysterious music is somehow connected to the case. A Rusalka or a half-demonic Apsara singing. Tja, weiß ich nicht. Was gibt es denn sonst noch unten an der Küste? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Ja, was denn nun? Wohnung oder eine elektrische Anlage? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Sonst noch etwas Bemerkenswertes? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Wer sollte denn hierher zu einem Fischmarkt kommen? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young.
and so was everyone else. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Und das ist alles? Es muss doch noch etwas mehr an der Küste geben, oder? What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Sie lässt ein Stück Seife in den Bottich fallen, so dass es spritzt. Erzählen Sie mir von sich. Wer sind Sie hier? Wer genau sind Sie hier? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Lieutenant Doppeltjefreiter Harrier Dubois. Mein Name ist Raphael Ambrosius Cousteau. Ich habe meinen Namen verloren. Haben wir das? Weiß ich nicht. Na, unser Gesicht vielleicht, aber unser Namen? Scheiße, sie hat uns einen Schlüssel gegeben, damit wir da wohnen können. Wir können ihr schon unseren echten Namen sagen. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Tja, ich gehe dann mal wieder. Leben Sie wohl. Als ob. Gut, was geht The hier drin? door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. Du öffnest die Hüttentür mit deinem Schlüssel. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Oh wow, hier geht richtig viel. Die Dielen knarren unter deinen Schritten. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Ist Rasieren die richtige Entscheidung? Auf gar keinen Fall werde ich mich rasieren. Not gonna happen. The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. Ja. Du siehst die Wellen, das Meer und eine Kirche. In dem Regal stehen alte Science-Fiction-Magazine, Bücher über Vogelbeobachtung und ein Almanach von 39. Diese komplexe Heizmaschine surrt still vor sich hin und gibt angenehme Wärme ab. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Du horchst. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Eine neue Bude, in der ich still sitzen, trinken und sterben könnte, während ich zusehe, wie die Wellen heranrollen. Mein vorgeschobener Stützpunkt für den Küstenteil der Operation. Es ist kostenlos, das ist gut genug. Ich könnte hier leben. Sieht so aus, als wäre dies mein neues Zuhause. Wo wohl das alte geblieben ist? Ich fühle das erste sehr. Es ist meine neue Bude, in der ich still sitzen, trinken und sterben könnte, während ich zusehe, wie die Wellen heranrollen. Behind the half-built cinder block house at the other end of the village, there are 3 people drinking. Your new crew. You don't need the old crew. Oh no, you have a new crew to get drunk with. You already were a part of their crew once. You can get drunk with them again. You're probably going to hang out there a lot.
behind that cinder block house. It's where you belong. Danke dir, seltsame Empfindung, für diese zutreffende Einschätzung meiner momentanen Situation. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Look under the floorboards. What the hell? Wie soll ich das denn machen? Kann ich jetzt mit der Brechstange in der Hand machen? Ich habe keine Option, irgendwas anzuklicken. On the table, Nee, ich möchte mich immer noch nicht rasieren. the bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Na, noch keine Zeit. Was haben wir hier? Korojew-Sakko, wenn man das so ausspricht. Plus 1 Logik. Okay, nehmen wir mal mit. An old mirror hangs on the wall. Oh nein. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. Wir könnten versuchen herauszufinden, was den Blick verursacht. Und wir haben nichts zu verlieren, also let's go. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Ja, dann wenden wir uns wohl ab. Was gibt's denn zu der Jacke zu sagen? Dieses schicke karierte Sakko schmeichelt deiner Figur dermaßen, dass du selbst ernste Angelegenheiten mit einem Lächeln angehst. Es hat außerdem ziemlich geräumige Taschen. Na, die haben wir offensichtlich auch, wenn wir ein ganzes ausgestopftes Huhn irgendwo hinstecken können. An old mirror hangs. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal wieder, aber vielleicht legen wir vor die Brechstange ab. Ich würde gerne unter die Dielen gucken, aber ich habe keinen Hotspot dafür. Oh Gott, mehr Leute. Was haben die denn zwischen den Fischen zu suchen? Franco-grinische Kavalleriestiefel. Plus 1 Wahrnehmung. Wir haben schon so viel auf Wahrnehmung. Aber... ich meine, sie haben keinen Malus. Gute alte Kavalleriestiefel in Wartenhöhe. Besteige das Pferd und reite in die Nacht hinaus. Der Absatz ist ebenfalls praktisch, da er dich gute 5 cm größer macht. Könnte es allerdings auch sein, dass er dich scharfsinniger macht? Dass du deine Umgebung viel aufmerksamer wahrnimmst, jetzt wo du eine neue Perspektive gewonnen hast? Der Punkt ist, wir haben relativ, also durch den Gedanken haben wir relativ viel auf Wahrnehmung und ich glaube nicht so viel auf Beherrschung. Von daher ist der eine Punkt auf Beherrschung, ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich meine, wir haben noch 2 Punkte, die wir ausgeben können, aber denken wir, wir denken noch über die unsichere Welt nach. Der scheiß Koldo Mamadakwa, Alter. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Dieses Boot treibt frei im Wasser. Es ist losgemacht. Hi, Officer. Auf dem Anleger steht eine Frau in einem Regenmantel und betrachtet ein umgedrehtes Boot. An ihrer Hüfte hängt ein Schwert in einer Scheide. Anything I can help you with? Es kommt darauf an. Wo befinden wir uns denn genau hier? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. Und warum? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Der Wind lässt ihre Ohrringe klimpern. Ich habe Fragen. Die erste lautet, wie heißen Sie? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions, and that was actually the second one. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Ja. Hübsches Schwert. Du deutest auf den Säbel an ihrer Hüfte. Hat es seine Geschichte?
Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Moment mal, können Sie es benutzen? Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. Es ist schon imposant. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. Warum wollen Sie Leute einschüchtern? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Wenn das so effektiv ist, warum sind dann nicht mehr Frauen bewaffnet? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. That does not go for real men. It does not go for you. Show her. Show her the wonder. Ich weiß ja nicht. Coach means the expression. Oh no. Sehen Sie, du zeigst auf den Blick in deinem Gesicht. Ich bin ein richtiger Mann. Glauben Sie mir. Stimmt, die meisten Leute, denen ich begegnet bin, sind verängstigt. Oh Gott, das ist alles furchtbar. Ja, komm, wir zeigen auf unser Gesicht. The expression. Wie schlimm kann es schon werden? Eure Blicke treffen aufeinander und plötzlich fängt sie an zu lachen. Es ist ein heiseres Lachen, als ob sie schon lange nicht mehr gelacht hätte. Not bad. Gefällt Ihnen das? Sure. It looks as if you could face down any horror in the world with that same unchanging grin. It's like a shield. The traces of her laughter are still there, in her eyes, fading fast. Kann ich mir das Schwert ausleihen? No, I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. You would put me in an early grave. Und wo sind all die Männer, von denen Sie gesprochen haben jetzt? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Moment, warum? Wenn Sie dickköpfig sind? Guess I enjoyed the way he bled. Ihr Gesichtsausdruck bleibt gleich. Schwer zu sagen, ob es ein Scherz ist. If it is, then why the melancholy? Wo ist der Mann jetzt? Gone. Wo ist er hin? To the waves. The sea took him. It was a long time ago. Das ist schlimm. Was ist passiert? Who knows? Maybe he fell over. He didn't respect the sea. Went out there drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. She really liked those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy. Ja, der Tod kann mir nichts anhaben. Ich scheiße auf ihn. Sie hätten sich auch in die Wellen werfen sollen. Du nickst weise. Was? Wir werfen... Moment. Wir schlagen ihr auf gar keinen Fall vor, dass sie hätte Selbstmord oder sagen ihr nicht, dass sie hätte Selbstmord begehen sollen. Bitte, was zum... Die Zeit halt Wunden wirklich am besten, nicht wahr? Scheiß tun sie.
Es ist am gesündesten loszulassen, um weiterzumachen. Irgendwie muss es ja schließlich weitergehen. Boah, das sind alles scheiß Antworten. Nichts davon möchte ich sagen. Aber dann gehe ich am ehesten mit dem letzten. Es ist am gesündesten loszulassen, um weiterzumachen. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Sie betrachtet das Dorf, wo 2 Kinder mit etwas spielen, was nach großen Steinen aussieht. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Nein, ich bin absolut nicht in der Stimmung zu daten. I'm sorry. Do it! Hit on the widow! It's the right thing to do! Andererseits sagt die Krawatte, -6. Weißt noch keine guten Orte, erkunde die Küste. Okay, dann machen wir das wahrscheinlich später. Ich suche jemanden. Können Sie mir vielleicht helfen? Let's see. Who are you looking for? Ich suche einen verschwundenen Kryptozoologen. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Leute, die nach imaginären Tieren suchen. Leute, die nach schwer zu findenden Tieren suchen. Leute, die nach Tieren suchen, deren Existenz von Wissenschaftlern aus dem Establishment bestritten wird. Wir wissen schon, dass das imaginäre Tiere sind. Aha, like snowmen. Schneemensch? Von denen habe ich noch nicht gehört. 2 old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Moment. Und dergleichen? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Oh, you're getting it. And it is gorgeous. Und wo sind sie jetzt? I don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Ja, das war's. Sonst suche ich gerade niemanden. Well, how can I assist you then, officer? Was machen Sie hier so? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Können Sie davon leben? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. This is what is called a conversation. You don't have to be guarded right now. Interessant. Was haben Sie gefunden? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Meer interessante Sachen an Land spült. Den Strand entlang gehen, das klingt ziemlich romantisch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Meer interessante Sachen an Land spült. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Mines. Mines. You need mines. Gosh dang it. Ich möchte mehr über die Leichen wissen. Eine Mine? Die BMA könnte eine Mine gebrauchen. Wo ist sie? Drogen? Dazu brauche ich mehr Informationen. Drogenfahndung ist mein Spezialgebiet. Du zeigst auf dich selbst. Das Dorf sieht übel aus. Warum ziehen sie nicht weg? Okay, es reicht jetzt mit diesem Dorf. Okay, wir können eine Frage... Ach, eine. Drogen? Dazu brauche ich mehr Informationen. Don't have any. Those get cleaned out so fast even the local bums can only stand by and watch with watery mouths. Always by strangers too. Union folk don't stand this kind of stuff around here.
You could use a hit right about now. Any hit, really. Feel that itch in your hands? The stiffness in your neck? That strange restlessness in your bones? He's right, Bratan. You're descending and you need to climb higher. Soar on the wings of your spirit hawk. Or just do a line. Whatever, right? Not a biggie. Ich nehme an, dass das ihr Boot ist. Du zeigst auf das umgedrehte Boot. Sure is. The Sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Man sieht sich. The precarious world. How not to lose? It is impossible not to. The world is balanced on the edge of a knife. It's a game of frayed nerves. You're pushed on by numbers and punitive measures, pain, rejection, and unpaid bills. You can either play, or you can crawl under a boat and waste away, turn into salt, or a flock of seagulls. Your enemies would love that. Or you can fight. The only way to load the dice is to keep on fighting. Kritische Erfolgs- und Fehlschlaggrenze um 1 verringert. Wait. Heißt kritische Fehlschlagsgrenze um 1 verringert, dass ich dann auch bei einer 2 einen kritischen Fehlschlag, also bei einer 3 einen kritischen Fehlschlag habe? Ich nehme das erstmal an. Finden wir es raus. Vergessen können wir es immer noch. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir mal noch mit den Kindern. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Ihr müsst Lillians Zwillinge sein. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Erklärte andere, immer noch mit herausringender Zunge. Das habe ich schon gesagt. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Maybe there's some kind of reason why they're laughing. An interesting reason, somehow tied to the case. Worüber lacht ihr? The boy stops laughing and looks at his toes. Oh, okay. So now he's shy. Now he's not talking. Just wobbling around like he's afraid of something. Ist die kleine Lilly eure Schwester? Du zeigst auf das Haus. Yes. Ja? Yes. Mehr sagst du nicht? Ganz lakonisch? It doesn't look like he knows what that means. Dachte ich mir. Ihr seht eineiig aus. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. Ja, das habe ich schon gesagt. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. Ich will nicht Kinder sind doof sagen. Könnten wir, aber nee, fühle ich nicht. Macht's gut, Jungs. Okay, das war sehr unergiebig. Andererseits sind es halt kleine Kinder. Dann gehen wir doch mal dahin. Okay, das ist ein weiterer Weg, als ich dachte. Aus dem rostroten Wasser blickte ich da eine Spiegelung an.
Vom Rost zerfressene Buchstaben ergeben das Wort Masud. Eine kleine schwarze Schwalbe zieht über die irre Kreise. Du hörst ihr Gezwitscher. Es sind sogar 2 Schwalben. Das Wasser kommt von Westen. Die Quelle liegt flussaufwärts. Vielleicht ein kaputtes Rohr? Digga, wie weit das hier noch geht? Safe ist das der Kryptozoologe. Safe bet. That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, being so close to the water. Moment, ich sehe nichts Interessantes. You don't have a reason to. Yet. Worum geht es hier? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. Eine Boje tanzt im Wasser hin und her. Sie ist mit einer 11 gekennzeichnet. Sie lacht also. Winzige Käfige, sorgfältig gebaut. Diese feuchten Holzscheite riechen nach Brandbeschleuniger und gehen trotzdem nicht in Flammen auf. Diese schweren militärischen Absperrungen sind von Kugeln durchsiebt und zerfallen. 45 Cent. Ich spreche mit den Leuten noch, keine Sorge. Nur gerade irgendwie noch nicht. Gott, hier sind voll viele Leute. Ich dachte, wir gucken hier mal so entspannt eine Folge rüber, aber wir können hier wahrscheinlich gefühlt ein Jahr bleiben. Okay, jetzt haben wir einen Kreis ohne was zum Anklicken. Diese langen, staubigen Fenster sind vergittert. Das ist die Kirche, oder? Oh no, jetzt haben wir wieder den Kreisbug, oder? Nein, er ist weg. Sehr schön. Ja, schnelles Reisen freigeschaltet Kirche, okay. Surrend und brummend fließt die Elektrizität mit hörbarer Kraft durch die Drähte. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Das nehmen wir mal genau unter die Lupe. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Ja, nein, ich möchte das nicht mitnehmen, danke. 21 Cent. We getting rich, boys. Wo ist denn... Guck mal, schon geht es auf. Oh, eine Postkarte. Toll. Ein behelfsmäßiges Dach. Vagabunden haben versucht, die Promenade bewohnbar zu machen. Diese Plane schützt weder vor Regen noch vor Schnee oder Wind. Eine Münzwaage. Sie wurde sicher seit 10 Jahren nicht benutzt. Vagabunden haben die Plane vor kurzem rot gestrichen. Wasser tropft von ihr herab. Oh, das ist eine echt hässliche Brille. Korrekturgläser für Ultrabinos +2 Enzyklopädie, -1 Wahrnehmung. Ah, take it. Wessen idiotische Idee waren eigentlich quadratische, beige Plastikrahmen? Beige ist eine Farbe, die einfach niemandem steht. Ganz zu schweigen davon, dass einem schon fast übel wird, wenn man die Welt durch diese Brille sieht. Auf der Rückseite dieser Postkarte steht Hölle geschrieben. Die Wahrheit ist jedoch eine andere. Es herrscht wirtschaftlicher Aufschwung
Und Coron ist der schönste Bezirk in Riverscholl West. Genießt einen sonnenverwöhnten Tag. Große sehenswerte Gebäude erheben sich am Flussufer. Stahl, Eisen und gelber Kalkstein. Wolkenschatten auf den Fassaden. Moneys. Alter, hier ist noch so viel zu erkunden. Ich komme nicht darauf klar. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin will. Ich will jetzt keinen Dialog mehr anfangen, weil es halt einfach noch eine Stunde dauern wird, bis der durch ist. Ein großer Weinbehälter. Er ist offen und leer. Bedauerlich. The smell. It's awful and familiar. Was ist das? Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Es ist eine tote Leiche, oder? Yes, a sense of dread washes over you as you look ahead. Nicht gut. Vorsicht, diese Planken sehen vergammelt und wenig tragfähig aus. Liegt er da oder ist er da reingestürzt? Finden wir gleich raus. Dieses Münzfernrohr ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Hör auf, an dem Münzfernrohr herumzufuschen und halt dich an irgendetwas fest. Der Wind ist so stark. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Du untersuchst das Kebabpapier. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Rivershoal. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Du untersuchst das Päckchen Zigaretten. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Du untersuchst das Pfand. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Als ob uns das im Zweifelsfall stören würde. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Okay, der atmet schon gar nicht mehr, ich verstehe. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Wir betrachten zuerst die Umgebung, nicht, dass wir da auch noch einbrechen. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Du untersuchst den Kopf des Mannes. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is where he came out of himself, drop by drop, when he was unconscious. It took 3, maybe 4 minutes. Du untersuchst die Flasche. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Du untersuchst das Kaugummipapier. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape,
from the terror of the fall. Du siehst hinein. The blackness of death, stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed, nearly the whole pack is there, solidified on his lower rear teeth. Ich glaube, es ist echt keine gute Idee, auf die Planken zu treten. So gar nicht. Ich glaube, es ist einfach richtig gar keine gute Idee. Wir machen einen Schritt zurück. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Du betrachtest den Mann genauer. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. Du untersuchst sein Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. Wie war doch gleich die Beschreibung von dem Kryptozoologen, den die Frau im Rollstuhl sucht? He was just about to head home. The first step back home proved to be his last. Du musterst die Kleidung des Mannes. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Du durchstöberst seine Taschen. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Was soll ich mit der Leiche jetzt machen? First, you need to talk with the lieutenant, then report back to the station. This is too complicated to handle on your own. Ich befürchte auch. Okay. Kehre mit Kim zur Leiche zurück. Okay. Gefalteter Bücherausweis. Ein Bücherausweis aus der Tasche des toten Mannes auf der Promenade von Martinez. Er fühlt sich noch leicht feucht an. Der Bücherausweis, nicht der Mann. Der Deckel ist mit dem Stempel der Stadtbücherei von Jamrock versehen. Wir können damit interagieren. The library card is folded into 2 and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Werfen wir doch mal einen Blick hinein. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Dann schauen wir uns doch mal die Rückseite an. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55 211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. You should first decide what to do with the corpse before taking any further actions. Talk to Kim about it. I will. Dann stecken wir den Ausweis mal wieder ein. Okay, kann ich damit noch was machen? There's some tear. Oh. Vermutlich Schmugglerware. Riecht auffällig nach einer süffigen Gärung. Was denn? Was genau riecht nach einer süffigen Gärung? Alright, ich bin super gespannt darauf, was hier noch so geht, was die Leute noch so zu sagen haben, ob das eine da wirklich der Kryptozoologe ist. Und ich will mir auf jeden Fall... Wie komme ich denn da hin?
das Ding noch kurz angucken. Was ich sagen wollte... Ah, da kommen wir über die Treppe hin. Was ich sagen wollte, ist, ich bin leider total zu müde, um jetzt weiter zu spielen. I cannot. Jemand muss sich außerordentlich verausgabt haben, um diese Kunststoffkuppel zu zerstören. Und was ist das da drunter? A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Na, Kleingeld haben wir, aber ich möchte gerade niemanden anrufen, glaube ich. Ich wüsste nicht wen, außer die Bücherei in Jamrock. Das ist ein defektes Telefon. Der Hörer ist zertrümmert. Als hätte jemand mit zu viel Schwung aufgelegt. Vor allem können wir ja wahrscheinlich auch noch hier an der Küste entlang weiter hochlaufen, ne? Oh Gott. Du hörst das wummernde Pochen einer Bassdrum. Die Musik schallt von irgendwo auf dem Eis herüber. Du spürst, dass der Schatten eines sehr großen Gebäudes auf dich fällt. Ich habe hier so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Was zum Fix, dieses riesige Ei, Alter. Ja, okay. Ich muss die nächste Folge auf jeden Fall ein bisschen rumlaufen und ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Voller Löcher. Könnten die Pfähle Schätze bergen? Wirf einen Blick hinein. Ein Potent Pilsener. Ein schönes Bier. Nice. Schnapp es für uns. 90 Cent. 65 Cent. 25 Cent. Und Magnesium. 35 Cent. 2 Real und 60 Cent. Das hat sich voll gelohnt. Alles nur, weil wir so viel Wahrnehmung haben. Du stehst vor einer Zugbrücke. Sie kann nur von der anderen Seite aus herabgelassen werden. Ein Fischschwarm drängt sich um den Zaunpfahl. Dann sprengt er ins Dunkle auseinander. Wait. Ach stimmt. Alkohol ist Werkzeug. Ja. Sad. Eine robuste Flasche Bier, das nach Pisse schmeckt. Nicht, dass du wüsstest, wie Pisse schmeckt. Es ist nur eine Vermutung. Auf dem Etikett steht, dass es von der Lafayette Potent Brewery in Rivachol hergestellt wird. Das P auf dem Etikett steht für Pisse. Well. Bevor wir hier irgendwo weitermachen, das Schilf ziert den Hinterreifen eines Motorwagens, den wir nicht mehr machen können. Da ist noch eine Kiste im Schilf. Ein Real 15. We getting rich, boys. Wenn wir keine Miete zahlen müssen, ne, können wir uns so unfassbar viel leisten. Die Kryptozoologen waren hier hinter, ne? Da können wir was aufbrechen. Okay, ich glaube, also ich denke, das sind die Kryptozoologen. Ich möchte nächste Folge auf jeden Fall als erstes mit denen sprechen. Und dann will ich hier mal hoch mit den Leuten sprechen und hier so reingucken und so. Ich hoffe, ich weiß das Anfang nächster Folge noch. Aber wenn ich hier stehen bleibe, wird das schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.